mein Name ist Eva Maria Wagner. Ich bin Biologin, habe vor mehr als 20 Jahren Biologie studiert. Die Pflanzen waren damals nicht mein Lieblingsfach. Ich habe mich eher darauf konzentriert, auf das Mikroskop zu gucken und die kleinen Dinge im Reagenzglas zu studieren. Habe dann aber vor ein paar Jahren festgestellt, dass es doch sehr spannend ist, was der liebe Gott in die Natur gelegt hat. Habe mich dann weitergebildet zur Heilpflanzenfachfrau im letzten Jahr und zur Aromaberaterin. Und deshalb stehe ich heute hier und möchte euch gerne erzählen, was man zum Thema Frauengesundheit aus der Natur holen kann. Ganz wichtig, ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker. Das heißt, alles, was ich sage, ist rein informativer Natur und ersetzt keinen Arztbesuch. Wir möchten in dieser Reihe verschiedene Themen ansprechen. In der Einleitung werden wir uns darüber unterhalten, was uns Frauen zu Frauen macht. Dann werden wir uns das prämenstruelle Syndrom anschauen, die PMS. Dann die Regelbeschwerden, Wechseljahresbeschwerden, dort besonders Hitzewallungen, Schlafstörungen und trockene Schleimhäute. Dann das Thema Blasenentzündung und am Ende ein Herzensthema von mir, das Thema Osteoporose. Bevor wir starten mit der Wissenschaft sozusagen, möchte ich gerne einen Bibelvers anstellen, und zwar den 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat uns nicht als einen Menschen, der gleich funktioniert, erschaffen, sondern als Mann und Frau. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Frauen uns auch damit auseinandersetzen, wie wir Frauen funktionieren. Und wenn was nicht so gut funktioniert, einfach wissen, wie wir dort gegensteuern können. Als erstes schauen wir uns die inneren Geschlechtsorgane an. Wir fangen außen an. Wir haben die Eierstöcke, in denen die Eizellen heranreifen bis zum Eisprung. Spannend ist, dass die Eizellen alle schon sozusagen fix und fertig da sind. Sie sind alle da, wenn wir als Mädchen auf die Welt kommen. Sie reifen dann innerhalb von einem Jahr heran und in einem Follikel und springen dann zu dem festgelegten Zeitpunkt. Die Eizellen wandern den Eileiter entlang. Im Falle von einer Befruchtung nistet sich die Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut ein. Wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, baut sich die Gebärmutterschleimhaut ab und geht dann mit der Menstruation verloren. Wir haben dann auch den Gebärmutterhals, den Muttermund und die Vagina. Das sind die inneren Geschlechtsorgane. Wir haben jetzt schon gehört, dass die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut und wieder abbaut in jedem Zyklus. Und wie wird das gesteuert? Und da hat der liebe Gott uns das Hormonsystem geschenkt. Ein sehr ausgeklügeltes System. Wir schauen uns das heute nur oberflächlich an, weil es ist vermutlich sehr viel komplizierter. Aber das Wichtigste können wir auch selber so verstehen, wie ich es euch jetzt heute erzähle. Und zwar wird das Ganze gesteuert über das Gehirn. Wir haben dort die Strukturen, den Hypothalamus und die Hypophyse. Die spielen dort eine wichtige Rolle. Und diese beeinflussen dann über bestimmte Hormone unsere Eierstöcke und lassen uns dann zum Beispiel das Östrogen oder das Progesteron produzieren. Und zwar ist es so, dass zu Anfang des Zykluses der Hypothalamus das GnRH, das Gonadotropin-Releasing-Hormon, ausschüttet. Darauf reagiert die Hypophyse mit der Ausschüttung von dem FSH, dem follikelstimulierenden Hormon. Und dieses Hormon geht wiederum zu den Eierstöcken und führt dazu, dass Östrogen produziert wird. Wenn das Östrogen steigt an im Laufe des Zykluses und sobald ein gewisser Level erreicht ist, meldet der Körper dem Hypothalamus, es ist jetzt genug Östrogen da, bitte stopp das GnRH und gebe das LRH, das LH-Releasing-Hormon ab. Das LH-Releasing-Hormon regt dann wiederum die Hypophyse an, das LH, das luteinisierende Hormon, auszuschütten und wirkt dann darauf, dass in den Eierstöcken das Progesteron produziert wird. Das Progesteron wird zum größten Teil aus dem Gelbkörper produziert. Der Gelbkörper entwickelt sich aus dem Follikel, aus dem das Ei gesprungen ist, heraus. Und im Falle einer Schwangerschaft behält dieser Gelbkörper seine Funktionen und hält den Progesteronspiegel aufrecht. Das braucht man, um eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, wird der Gelbkörper mit der Zeit zerfallen und auch weniger Progesteron produzieren, sodass dann eben die Gebärmutterschleimhaut zu Beginn des Zyklus wieder abgebaut wird. Wir schauen uns das an in einer Grafik. Und zwar hier ist der Zyklus einer Frau aufgezeichnet vom Tag 1. Wir fangen immer an mit dem ersten Tag der Menstruation bis zum Ende des Zykluses. Es sind meistens um die 25 Tage
Das ist aber bei jeder Frau unterschiedlich. Spannend ist, dass der zweite Teil des Zykluses immer 10 Tage ist. Also der Gelbkörper produziert immer 10 Tage das Progesteron und hört dann auf. Also wir wissen immer, der zweite Teil ist 10 Tage lang. Wir sehen hier die Gebärmutterschleimhaut, wie sie sich aufbaut und wieder abbaut. Wir sehen den Follikel, wie er heranreift und dann nach einer gewissen Zeit auch springt mit dem Eisprung und sich dann zum Gelbkörper entwickelt. Wir sehen die Temperatur, die am Anfang vom Zyklus 0,5 Grad niedriger ist und dann ansteigt. Wir sehen die Kurven des Östradiols und des Progesterons, die gesteuert werden über die Menge von FSH und LH, was wir vorhin schon gesehen haben. Und man sieht einfach, am Anfang haben wir einen Anstieg von dem Östradiol, danach einen Abstieg, sobald das Progesteron hochgeht. Und das Progesteron fällt dann im Falle von, wenn keine Befruchtung stattfindet, wieder ab. Spannend ist, was ich auch erst vor kurzem gelernt habe, dass der liebe Gott uns mit der Menstruation auch einen Teil der Entgiftung geschenkt hat. Also wir entgiften jeden Monat und wir sollten vielleicht einfach manchmal, auch wenn es uns manchmal ungelegen kommt, Gott dankbar sein, dass er uns diese Entgiftungsmöglichkeit geschenkt hat. Und mit Hilfe der Möglichkeiten aus der Natur, die er uns geschenkt hat, können wir auch gut mit den Problemen, die wir umgehen. Bevor wir gleich in die Möglichkeiten der Heilpflanzen einsteigen, würde ich noch gern was zum Thema Hormonsynthese erzählen. Und kann man sich die Frage stellen, warum sollte ich das denn alles wissen? Es ist deshalb wichtig, weil wenn wir zum Beispiel einen zu hohen Cholesterinspiegel haben und der Arzt uns einen Cholesterinsenker verschreibt, kann das dazu führen, wie ihr gleich sehen werdet, dass unser Hormonhaushalt durcheinander kommt. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen oder bewusst auf die Suche machen nach der Ursache von unseren Problemen. Wenn wir hier anschauen in der Hormonsynthese, wir haben als Grundbaustein aller Sexualhormone haben wir das Cholesterin. Das wird umgewandelt in das Pregnenolon. Das ist ein schwach wirksames progesteronähnliches Hormon. Und dieses wird in Progesteron und DHEA umgewandelt. Und aus dem Progesteron wird einmal das Cortisol, das ist unser Stresshormon. Also wenn wir Stress haben, geht unser Cortisolspiegel hoch. Und das Östrogen. Aus dem DHEA wird das Testosteron und dann über Umwege kann auch dort wieder Östrogen gebildet werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Cholesterin senke, kann mir das eben auch Probleme mit meinem Hormonspiegel geben. Genauso, wenn ich viel Stress habe, führt es dazu, dass weniger Östrogene gebildet werden, weniger Testosteron, weil sozusagen der Weg vom Stresshormon sozusagen präferiert wird und weniger Ausgangsmaterial für Östrogene da sind. Das heißt, Stress frisst Hormone. Spannend finde ich auch, dass das Cholesterin zu 75% in der Leber gebildet wird und nur 25% des Cholesterins nehmen wir über unsere Nahrung auf. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass eine Hormonimbalance da ist, was kann ich dann tun? Was wären gute Schritte? Als erstes würde ich auf Ursachenforschung gehen. Da gibt es gute Möglichkeiten. Entweder man geht zu seinem Frauenarzt. Es gibt aber auch christliche Heilpraktiker, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben und die wirklich viel Zeit haben, auch sich anzuschauen, was im Körper gerade los ist. Da werde ich am Ende auch noch eine Webseite einblenden lassen, beziehungsweise erklären, wo man christliche Heilpraktiker finden kann. Man kann sich dort umfassend beraten lassen und dann schauen, was wirklich die Ursache ist und was man tun kann. Wichtig ist auch, dass die Grundregulierung des Körpers gut funktionieren. Das heißt, man sollte sich anschauen, funktioniert mein Darm gut, weil im Darm werden Nährstoffe aufgenommen und wenn das nicht gut funktioniert, dann kann auch die Hormonsynthese zum Teil nicht gut funktionieren. Unser Säurebasenhaushalt sollte in Ordnung sein. Das heißt, ein Überschuss an basischer Ernährung wäre sinnvoll. Ein wichtiger Teil ist auch die Ausleitungstherapie von Leber und Niere. Die Leber und die Niere sind dafür zuständig, dass überschüssige Hormone abgebaut werden und aus dem Körper ausgeleitet werden. Und die sollten einfach gut funktionieren. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns auch um die Funktion gut kümmern. Und dann kann man über einen Hormonausgleich, zum Beispiel über Heilpflanzen oder eine natürliche Hormonersatztherapie nachdenken. Es gibt aber auch Punkte, wo man einfach einmal zum Arzt gehen sollte und sich durchchecken lassen sollte. Zum Beispiel, wenn es viele Zwischenblutungen gibt, wenn starke Schmerzen da sind, wenn die Menstruation plötzlich ausbleibt, wenn es nach der Menopause Blutungen gibt,
wenn die Blutungen länger ausbleiben oder eben starke oder wiederkehrende Beschwerden vor der Menstruation da sind, ist es ganz wichtig, dass man sich einmal durchchecken lässt, weil es viele schwere Krankheiten gibt, die diese Beschwerden verursachen können und ja, da möchte man einfach nichts verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen mit dieser Einleitung, was macht uns Frauen zu Frauen, und schaut euch gerne die anderen Videos an, wo wir uns über zum Beispiel das prämenstruelle Syndrom unterhalten.